Willkommen zu den Kobi News auf dem Steine-Kanal. Aktuell passiert wieder viel bei Kobi. Als wir diese News begonnen haben und fast fertig waren, kamen täglich neue Informationen hinzu, dass wir irgendwann gesagt haben, wir machen an dieser Stelle jetzt einen Cut und präsentieren euch alle Neuigkeiten. Und wenn ihr dieses Video seht, arbeiten wir bereits schon an der nächsten News. Also denkt an ein Abo, wenn ihr keine Neuigkeiten hier auf dem Steine-Kanal mehr verpassen wollt. In dieser Woche wurde der neue Katalog für das zweite Halbjahr veröffentlicht. Es wurde der internationale Katalog 2024 Nummer 2 präsentiert. Einen ersten Vorgeschmack auf neue Sets gab uns Kobi bereits, denn zahlreiche Neuheiten für das zweite Halbjahr wurden angekündigt. Wir stellen euch heute 6 der bereits bekannten Sets vor. Im nächsten Teil der Kobi-Neuheiten folgen dann weitere Sets. Doch zunächst neue Lizenz. Im Zuge der Katalogvorschau wurde auch eine neue Lizenz vorgestellt. Demnächst wird es die ersten Alfa Romeo Automodelle geben. Neuheiten zweites Halbjahr 2024 aus der Historical Collection. Schon am 27. Mai 2024 erscheint die Waco CG4 mit der Setnummer 5755. Dieses Set ist Bestandteil der D-Day-Reihe von Kobi. Das Set ist ebenfalls mit dem Logo der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum des D-Days ausgestattet. Es wird im Maßstab 1:48 aus 784 Teilen gebaut, eine Minifigur ist ebenfalls Bestandteil des Sets. Die Segelflugzeugnase wurde von Kobi für dieses Set neu entwickelt. Kobi gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 € für die Waco CG4 an. Die bei den britischen Luftstreitkräften als Hadrian bekannten Lastensegelflugzeuge wurden von der amerikanischen Air Force im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Sie wurden aus Sperrholz und Metall gefertigt und konnten bis zu 13 Soldaten mitsamt Ausrüstung, einen Jeep oder gar eine 75 mm Haubitze transportieren. Im Juni wird der erste japanische Panzer Einzug ins Kobi-Sortiment halten. Der Typ 95 Hago trägt die Setnummer 3115 und wird im Maßstab 1:35 aus 380 Teilen gebaut. Eine Minifigur sowie ein kleiner Felsen mitsamt japanischer Fahne sind ebenfalls mit dabei. Das Original war ein leichter Panzer, der während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges von 1937 bis 1945 zum Einsatz kam. Dieser fand innerhalb des Zweiten Weltkriegs statt. Zwar war der Hago gegen Infanteristen ausreichend, wurde er jedoch gegen andere Panzer eingesetzt, kamen seine Schwächen zum Vorschein. Mit einer Stückzahl von etwa 2300 ist der Hago der am häufigsten hergestellte japanische Panzer im Zweiten Weltkrieg. Einen Monat später, im Juli 2024, soll die Neuauflage des gepanzerten Fahrzeugs Kubus erscheinen. Es entsteht in Kooperation mit dem polnischen Armeemuseum, dem Muzeum Wojska Polskiego. Hier ist das Originalfahrzeug ausgestellt. Der Kubus mit der Setnummer 3114 wird im Maßstab 1:35 aus 300 Teilen gebaut. Die Minifiguren des Fahrers der Wydra-Kolonne sowie ein Soldat des Zuges Rafalki sind mit dabei. Sowohl Fahrzeug als auch Figuren werden historische Prints aufweisen, etwa einen Otter, der von den Soldaten der Wydra-Motorkolonne als Aufnäher getragen wurde. Es handelt sich um eine Neuauflage des Sets 2375, eine Limited Edition aus dem Jahr 2017. Der ältere Kubus besteht aus 250 Teilen und enthält Aufkleber. Der Kubus, der in nur 13 Tagen ohne vorherige Entwürfe in einer Autowerkstatt zusammengebaut wurde, ist vielleicht das wichtigste Sinnbild der Kampf- und Opferbereitschaft der Polen. Diese hatten sich im Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer zur Wehr gesetzt. Der Aufstand fand vom 1. August bis zum 2. Oktober 1944 statt und jährt sich im Jahr 2024 zum 80. Mal. Ebenfalls für den Juli ist die Grumman F6F Hellcat mit der Setnummer 5883 angekündigt. Sie wird im Maßstab 1:48 aus 235 Teilen gebaut und ist mit der Northrop Grumman Lizenz ausgestattet. Unter den Setnummern 5752 bietet Kobi seit diesem Jahr bereits die Grumman TBF Avenger an. 2022 wurde unter der Setnummer 5731 die F4F Wildcat veröffentlicht. Armed Forces. 2 neue F-16-Modelle ergänzen die Armed Forces-Reihe. Beide werden im Maßstab 1:48 gebaut und sollen im Juli erscheinen.
Das mit Lockheed Martin Lizenz ausgestattete Set F-16 First Flight 1947 mit der Setnummer 5892 wird aus 373 Teilen gebaut, eine Minifigur ist mit dabei. Aus 500 Teilen entsteht die F-16 AM Fighting Falcon mit der Setnummer 5893. Diese F-16 ist außerdem mit dem Marschflugkörper Storm Shadow ausgestattet. Kobis zwei neue Umsetzungen des Mehrzweck-Kampfflugzeugs erweitern das F-16-Sortiment. Hier finden sich bereits die folgenden Modelle 5813, 5814 und 5815. Abschließend folgen noch die Kurznews. Neue Investitionen. Kobi investiert in neue Örtlichkeiten. Die Arbeiten auf einem neuen Gelände haben begonnen. Es handelt sich hierbei nicht um Produktionsstätten. Neue Fabrikhalle. Im Juni soll eine neue Halle in der Kobi-Fabrik eröffnet werden. Dank der neuen Räume wird der vorhandene Platz in Mielec maximiert und die Produktion dadurch verbessert. Modlin wieder eröffnet. Die Dauerausstellung auf der Festung Modlin wurde am 2. April-Wochenende wieder eröffnet. Hier können Besucher die größte Kobi-Ausstellung ansehen. Kobi-Modelle sowie die hier vorgestellten Sets findet ihr auch in unserem Online-Shop auf trendgames.de. Davon sind einige bereits mit Rabatt vorbestellbar. Bei einigen fehlen noch ein paar Details von Kobi. Sobald uns diese vorliegen, sind auch diese mit einem Rabatt vorbestellbar. Also schaut gerne mal rein auf trendgames.de. Wir freuen uns auf euch. Dann haben wir zum Schluss noch ein neues und ein altes Giveaway für euch. Zu gewinnen gab es in unserer Kobi News Nummer 62 den Northrop F5A Freedom Fighter mit der Setnummer 2425. Und gewonnen hat Chironism. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibe mir noch eine E-Mail an info@steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und auch in diesem Video haben wir wieder ein neues Giveaway für euch. Zu gewinnen gibt es diesmal den Willis MBA Trailer mit der Setnummer 2297. Dies ist ein Dankeschön an alle Abonnenten des Steine-Kanals hier auf YouTube. Um teilzunehmen, seid natürlich Abonnent des Steine-Kanals, gebt diesem Video einen Daumen rauf und hinterlasst einen Kommentar mit dem Wort D-Day. Hier ohne Bindestrich geschrieben für die Auswertung. Der Gewinner wird dann aus allen veröffentlichten Kommentaren mit dem Wort D-Day gezogen. Teilnahmeschluss ist der 23. Mai 2024. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und an dieser Stelle habe ich hier links und rechts noch eine Videoempfehlung für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.